Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute schauen wir uns Benzinrasenmäher genauer an. Für diesen Vergleich haben wir uns aus unserem großen Rasenmähertest zwei Modelle, einmal von Mr. Gardener und einmal von Brast, herausgepickt. Die Serie von Brast ist sehr weit oben in den Suchergebnissen immer bei Amazon zu finden und das Mr. Gardener Modell stammt von Hagebau. Beide Produkte haben wir in der Videobeschreibung für euch nochmal verlinkt, damit ihr die genauen Produkteigenschaften auch finden könnt. Erst einmal haben wir uns die einfachste Bedienung angeschaut. Und dazu haben wir beide Rasenmäher gestartet. Denn es gibt mittlerweile auch die Benzinrasenmäher, die über einen Elektrostarter verfügen. Aber was wir hier in diesem Test sehen können, ist, dass das Starten auch mit dem Seilzug sehr, sehr leicht ist. Ich konnte beide Rasenmäher nahezu ohne Kraftaufwand starten. Ich weiß noch, früher war es immer ein Argument, dass Benzinrasenmäher auch schwer anzumachen sind. Das kann so nach heutigem Stand nicht mehr bestätigt werden. Die beiden Benzinrasenmäher verfügen über einen Radantrieb. Das ist mittlerweile auch sehr geläufig, denn die Benzinrasenmäher haben schon ein sehr hohes Eigengewicht, so dass das Schieben teilweise sehr anstrengend ist, je nach Untergrund. Der Radantrieb hilft dabei enorm. Der Benzinrasenmäher von Brast hat eine Geschwindigkeitseinstellung. So kann ich oben am Holm einstellen, wie schnell der Motor bzw. die Räder sich drehen. Es ist aber gleichzeitig auch die Drosselung für die Drehgeschwindigkeit des Messers. Das Modell von Mr. Gardener, was wir jetzt hier vorne sehen, verfügt nicht über eine solche Einstellung. Dort ist es so, dass man schon ein zügiges Tempo hat, aber sehr gut auch hinterherkommt. So dass es insgesamt sehr angenehm und ausgereift wirkt. Das Modell von Brast ist erstmal auffällig, dass das Hinterrad sehr groß ist, was erstmal ein gewisser Vorteil ist, aber die Räder bestehen aus Plastik. Das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte an diesem Benzinrasenmäher. Vorne der Rasenmäher von Mr. Gardener verfügt über Hartgummireifen. Das ist viel angenehmer und man merkt halt, dass der Grip zum Rasen um ein Vielfaches höher ist. Denn gerade auch bei dem Modell von Brast hört man die Räder wirklich mal so ein leichtes Klappern, würde ich sagen. Das habe ich auch nicht wegbekommen. Ich habe alle Schrauben noch einmal nachgezogen, aber die Räder sind nicht so schön laufruhig wie bei dem Modell von Mr. Gardener. Dazu, wenn man die beiden Modelle vergleicht, war es noch, dass die Einlassöffnung für das Öl, das ich gelegentlich nachkippen muss, bei dem Modell von Mr. Gardener viel besser zu erreichen war. Bei dem Benzinrasenmäher von Brast war zwar ein Trichter dabei, der wird aber auch benötigt, weil das etwas versteckt ist. Dort sehen wir es, bei Mr. Gardener kommen wir wunderbar ran und dann in der nächsten Einstellung kann man sehen, dass es etwas weiter unten und verschachtelter ist bei dem Modell von Brast. Glücklicherweise muss man hier aber auch nicht so oft ran. Nun wollten wir auch mit den ersten Mähversuchen starten. Dazu haben wir mit dem Benzinrasenmäher an der Rasenkante entlang erst einmal gemäht. Den Anfang hat das Modell von Brast gemacht. Dort ist es wirklich so, dass sich das Modell hervorragend bedienen lässt und auch vom Komfort, wie ich das Ganze schieben kann und wie das Handling ist dieser Rasenmäher einfach hervorragend. Insgesamt kann man sagen, dass die Benzinrasenmäher für große Rasenflächen besser geeignet sind. Dazu wäre aber auch noch anzumerken, dass diese Geräte einfach sehr schwer und starr sozusagen sind. Und auch der Radantrieb ist natürlich eher geeignet, wenn ich lange Strecken habe, die geradeaus gehen. Also für sehr quadratisch bzw. rechtwinklige Grundstücke ist ein Benzinrasenmäher hervorragend geeignet. Habe ich mehrere Teile auf meinem Grundstück, wo ich eine Rasenfläche habe, wo ich immer wieder hin und her wechseln muss oder auch mal eine Treppe hochgehen muss, also eine Stufe, oder auch einfach von einem Vorgarten hinten in den Garten wechseln, kann das Handling teilweise schwer sein durch das hohe Eigengewicht. Der Radantrieb hilft,
Aber gerade wenn es etwas verwinkelt ist, ist der nicht immer eine Hilfe. Hier möchte ich auch nochmal auf das Video hinweisen, das ich jetzt auch nochmal oben einblende. Da geht es um den direkten Vergleich von Benzinmähern mit Akkumähern und Elektromähern. Das ist sehr interessant, wenn man sein Grundstück etwas verwinkelter hat. Denn da kann die Alternative mit dem Akkurasenmäher auch die richtige sein. Aber zurück zum Benzinmähertest. Wir wollen diese beiden Modelle hier weiter miteinander vergleichen. Auf dieser Rasenfläche konnte man keinen Unterschied feststellen. Beide Mäher konnten wirklich mühelos den Rasen schneiden. Und auch insgesamt sind einfach beide Rasenmäher sehr kraftvoll. Für mich persönlich hat am Ende beim Gesamtsieg der Rasenmäher von Mr. Gardener besser abgeschnitten. Aber der Preis-Leistungssieger ist das Modell von Brast. Denn dort war im Set bereits ein Mulchmesser und ein Adapter für den Seitenauswurf dabei. Und damit war das Modell für mich insgesamt sehr günstig. Hier machen wir noch wieder unseren Lautstärkentest. Beide Rasenmäher haben 96 Dezibel angegeben und wir lagen jetzt hier bei uns leicht unter diesem Wert. Aber insgesamt ist es noch ein sehr hoher Wert. Eine gewisse Geräuschbelästigung sollte man bei Benzinmähern immer beachten. Denn wenn ich auch mal etwas früher mähen möchte oder vielleicht sogar am Sonntag, kommen eher vielleicht auch die Spindelmäher wieder ins Spiel. Dazu haben wir auch schon bereits ein Video gemacht, das ich ebenfalls verlinke. Hier möchte ich noch einmal die wichtigen Hinweise geben. Für mich ist es wichtig, dass der Benzinmäher leicht angeht. Das hatten beide Rasenmäher. Dann ist mir ebenfalls noch wichtig, dass ich eine Gummibereifung habe. Das hat nur der Rasenmäher von Mr. Gardener. Der Rasenkamm wiederum ist etwas besser bei dem Modell von Brast. Deswegen war ich dort insgesamt mit der Schnittleistung zufriedener. Wir haben für euch beide Produkte in der Videobeschreibung noch einmal verlinkt. Ich hoffe, euch hat dieser erste Eindruck von den Benzinmähern gut gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir gerne das in die Kommentare und lasst uns am besten auch gleich ein Abo da. Vielen Dank fürs Schauen des Videos und viel Spaß beim Mähen des Rasens.